Heute Morgen habe ich meiner Frau noch gesagt, schau mal, die Sonne scheint und wir produzieren unseren eigenen Strom und können ihn eigentlich bedenkenlos nutzen und verschwenden, aber da wir ihn haben, müssen wir es nicht mehr. Wir müssen nicht sparen, wir müssen aber auch nicht darüber nachdenken und haben einfach etwas, was uns autark macht. Und das ist einfach ein cooles Gefühl. Mein Name ist Mathis Haug, bin Physiker, habe im Bereich Umwelttechnik, Energietechnologie promoviert und diesem Thema, diesem Steckenpferd bin ich bis heute treu geblieben. Der wesentliche Grund, warum ich jetzt hier bin, ist die Installation von autarken Energieanlagen. Warum eine Photovoltaik in Paraguay interessant ist, liegt auch daran, dass, wenn man sich hier umschaut, jedes große Unternehmen vor dem Haus einen großen Generator stehen hat. Warum? Wenn Strom so billig ist, aber er ist unzuverlässig. Wir haben hier 100% regenerativen Wasserstrom in Paraguay, aber bei jedem Gewitter, nahezu jedem Gewitter, fällt der Strom aus. Und die Nachhaltigkeit und die Unabhängigkeit vom Grid ist ja auch ein Faktor. Das Projekt konkret hat begonnen vor 2 Jahren, 2020. Und Dr. Arnau hat für mich eine Werkstatt eingerichtet, die befindet sich nicht weit weg von hier, 30 Meter weg von mir. Schöne Werkstatt. Und das war natürlich ein ideales Objekt, um die erste Anlage zu installieren und zu testen. Ja, bei der Musteranlage habe ich jetzt nur mitbekommen, dass die da war, dass sie funktioniert hat. Aber was jetzt dahinter steckte, wie das Ganze technisch zusammenhängt, das war für mich alles neu. Ich habe natürlich begeistert sofort zugesagt, der Erste zu sein, der die Anlage installiert. Es musste in Windeseile ein Haus gebaut werden, was auch einer von uns in 2 Wochen geschafft hat mit seiner Truppe, um die Photovoltaik auf dem Dach zu installieren. Aber es gab Rückschläge. Am Anfang, in den ersten Tagen, schien es ganz gut zu sein. Hat auch alles funktioniert. Und einen Tag später, dann hat die Anlage auf einmal nicht mehr das gemacht, was sie machen sollte. Warum nochmal hat die Anlage nicht funktioniert beim Uwe, da hier die Energie bzw. Sonneneinstrahlung derart hoch ist, dass wir einen anderen Schaltplan letztendlich umsetzen mussten, um das zu nivellieren und die Voltzahl anzupassen an die Elektronik. Das war eigentlich dann der ganze Zauber und seit man das gemacht hat, funktioniert das hervorragend. Und dann letztendlich war das dann der Durchbruch, dass man diese Fehler jetzt gefunden hat und somit selbstsicher schon zur nächsten Anlage übergegangen ist und da den gleichen Erfolg erzielen konnte und schon gleich, wie soll ich sagen, weiß, okay, das funktioniert, da kommt jetzt ein neues Kraftwerk hin und selbst mit weniger Panels haben wir auch schon jetzt mehrere Stunden da Klimaanlagen laufen lassen können. Und dann, ohne dass jetzt von außen der Strom gefordert wurde, hat man innen drin im kleinen Kasten den Energieversorger gehabt. Also die neue Anlage jetzt im Haus Armin ist dann jetzt schon ein großer Fortschritt, weil das Haus im Abseits steht, ist kein Trafo, keine Energieversorgung weit und breit. Und das heißt jetzt letztendlich, dass das Haus bewohnbar ist, dass die Leute einziehen können und im Haus eine vollwertige Energieversorgung haben. Es ist ein Gefühl, dass ich nicht abhängig bin von anderen Menschen, sondern selber etwas in die Hand nehmen kann und etwas schaffen kann, was sich wirtschaftlich vermutlich gar nicht rechnen wird. Denn Strom ist günstig und die Photovoltaik ist teuer. Aber es ist ein Gefühl, wie etwas selber zu schaffen, zu kreieren. Energie zu erzeugen ist eine Sache, sie zu speichern und für die Nacht bereitzuhalten, eine Herausforderung. Und der Unterschied, den diese Anlage macht, ist die Speicherform in den Batterien, die eben sehr effizient den Strom speichern können, dass es nachts ausreicht, was man tagsüber geladen hat. Es gibt sowohl die Möglichkeit, das als reine Notstromversorgung zu nehmen, für den Fall des Stromausfalls. Es ist die Möglichkeit, Häuser zu bauen auf dem Gelände in einer Weise, in einer Form, wo keine Stromleitungen bestehen, um völlige Autarkie zu erzielen. Und es steht die Möglichkeit eben, den Strom zu nutzen, um damit vielleicht Fahrzeuge anzutreiben. Und das ist mein Bestreben. Ich möchte eben mein Elektromotorrad, meine Elektroeinräder und auch später ein Elektroauto, was bis nach Asunción fährt und zurück mit einer Elektroladung hier laden können.